Ich habe sehnsüchtig darauf gewartet, eine Hochendkamera zu kaufen. Im heutigen Video werde ich das Auspacken der Sony Alpha 7 IV durchführen. Dies ist eine neueste, gespiegelte Hochend-Vollformat-Kamera. Ohne viel Zeit zu verschwenden, lassen Sie uns mit dem Auspacken beginnen. Es kommt in einer schönen Verpackung mit einem professionellen Qualitätsstandard. Es wird mit einem hochwertigen USB-Datenkabel geliefert. Ich habe es zunächst mit einem Ende-Filter verwechselt. Im Allgemeinen führt helle Sonne zu einer Überbelichtung der Aufnahme. Sie können eine Überbelichtung überwinden, indem Sie den ISO-Wert verringern oder den Blendenwert erhöhen, das heißt die Blende verringern. Das Erhöhen der Verschlusszeit auf einen höheren Wert ist eine großartige Funktion, um Überbelichtung auszugleichen. Dadurch wird auch der Schuss stabilisiert. Während die helle Sonne bei der Fotografie einen guten Effekt auf die Aufnahme hat, wirkt sie sich negativ auf die Videoaufnahme aus. Bei Videoaufnahmen ist die Verschlusszeit auf das Doppelte des Standardwerts von 24, 25 oder 30 Bildern pro Sekunde festgelegt, um die natürliche Bewegungsunschärfe einzufangen. Dies ist die Situation, in der Sie einen Ende-Filter benötigen. Ende-Filter sind wie eine Sonnenbrille für die Kamera. Mit dem Ende-Filter können Sie auch bei hellem Sonnenschein Videos im Freien aufnehmen. Es wird mit einem Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen geliefert. Es wird auch ein Gutschein für die erstmalige Registrierung vergeben. Dies ist eine Garantiekarte. Ich habe zusätzlich zur Standardgarantie von 2 Jahren eine zusätzliche 3-Jahres-Garantie für Diebstahl oder Beschädigung erworben. Insgesamt sind es also 5 Jahre Versicherung. In unglücklichen Situationen hoffe ich, dass ich einen neuen Kameraersatz bekomme. Dies ist ein Spezifikationsheft der empfohlenen Speicherkarte für eine bessere Aufnahmequalität. Dies ist eine Liste von Peripheriezubehör, das für die Arbeit mit dieser Kamera gekauft werden kann. Dies ist das Spezifikationsheft des Kit-Objektivs. Der Brennweitenbereich, mit dem dieses Kit-Objektiv im Weitwinkel-, Mittel- und Teleskopmodus arbeiten kann. Dies ist ein Kabel zum Aufladen des Akkus. Dies ist ein Sicherheitsgurt zum Aufhängen der Kamera um den Hals während des Betriebs. Dies ist das Kameragehäuse, die Hauptkomponente einer fertig montierten Kamera. Dies ist das Kit-Objektiv, das Bildverarbeitungssystem für die Kamera. Dies sind Akku und Ladekabeladapter. Lass mich leere Sackstellen beiseite stellen und etwas Platz auf dem Tisch schaffen. Ich werde nun das Kameragehäuse freilegen. Die hochwertige Lederstruktur auf dem Kameragehäuse vermittelt ein gutes Gefühl. Durch das Gewicht kann man das Gefühl einer professionellen Hochend-Kamera bekommen.
Hier kommt das E-Mount-Objektiv ins Spiel. Weitere Informationen folgen später in diesem Video. Schauen Sie sich also dieses Video bis zum Ende an. Das Hauptverkaufsargument für diese Kamera ist, dass es sich um die neueste Kamera mit der höchsten Konfiguration handelt, wie es keine anderen auf dem Markt erhältlichen Produkte gibt. Es wird mit einem Flip-Display geliefert. Jetzt kann ich also selbst Videos drehen. Ich kann selbst nach einer besseren Bildkomposition bei Nachaufnahmen suchen. Ich werde nun zum Auspacken der Kit-Objektiv übergehen. Dieses Gehäuse wird mit vielen anderen Kit-Objektiv-Möglichkeiten geliefert. Dies ist wie eine Tenniskappe an der Kit-Objektiv, um unerwünschte Lichtblendungen zu blockieren. Dadurch wird unerwünschte Blendung blockiert und das Licht erhält eine gerichtete Qualität. Ich wollte solche Accessories kaufen. In diesem Angebot habe ich es als zusätzlichen Bonus bekommen. Dies ist Kit-Objektiv. Es handelt sich nicht um ein Festbrennweitenobjektiv, sondern um ein Zoom-Objektiv. Es beginnt bei 28 mm bis 70 mm Brennweite. Es besteht die Möglichkeit, den APS-C-Modus und den Vollbildmodus zu konfigurieren. Wenn Sie im APS-C-Modus arbeiten möchten, berücksichtigen Sie bitte den Formfaktor. Sie können die Blende sehen. Das ist wie die Iris eines Auges. Die Blende liegt im Bereich von 3,5 bis 5,6. Es erzeugt keinen zu scharfen und nicht zu unscharfen Effekt. Er produziert irgendwo im mittleren Bereich. Es hat einen Durchmesser von 55 mm. Behalten Sie diese Spezifikation beim Kauf von Objektivzubehör im Hinterkopf. Lassen Sie mich das Abdeckmaterial abräumen und etwas Platz auf dem Tisch schaffen. Ich setze die Kappe wieder auf das Kit-Objektiv. Kommen wir nun zur Akku. Es handelt sich um eine professionelle Akku mit einer Nennspannung von 7,2 Volt bis 16,4 Volt. Während Sie wichtige Aufnahmen machen, möchten Sie nicht, dass Ihnen der Akku ausgeht. Alles, was Sie brauchen, ist ein Ersatzakku als Backup. Wenn der Akku schwach ist, können Sie einfach auf einen voll aufgeladenen Ersatzakku wechseln, den leeren Akku aufladen und trotzdem mit Ihrer wichtigen Aufnahme fortfahren. Dies ist ein USB-Adapter zum Aufladen mit dem Kameragehäuse. Dieses Angebot beinhaltete kein eigenständiges Akkuladegerät und keinen Ersatzakku. Es ist zwar wichtig, aber ich möchte diese teure Kamera nicht als Ladegerät verwenden. Daher muss ich ein eigenständiges Akkuladegerät und einen Ersatzakku kaufen. Genug geredet. Jetzt zeige ich Kamerateile in Nachaufnahme. Jetzt zeige ich, wie die Kamera zusammenbaust.
dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Daumen hoch, um den YouTube-Algorithmus anzuzeigen. Schreiben Sie Ihre Meinung zu diesem Video in den Kommentarbereich unten. Wenn Sie neu auf diesem Kanal sind oder meinen Kanal noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie meinen Kanal und klicken Sie auf das Glockensymbol, um über weitere Videos wie dieses benachrichtigt zu werden. Ich, Raajnaag HULIYAPURADA, verspreche Sie in meinem nächsten Video zu treffen. Bis dahin, tschüss!